Wales start this crucial European Championship qualifying game. Riedle. Immer noch Saunders. Und Young. Ja, das kann ins Auge gehen. Das war hochgefährlich. Das hätte gegolten. Die Waliser reklamierten der Abseitsposition. Ja, aber der walisische Abwehrspieler hat den Ball völlig falsch eingeschätzt. Andi Möller tritt ihn. Nochmal Reuter. Und Bremen Schuss. Abseits. Und auch einer, der hart im Nehmen ist. Ich hoffe, dass er... Bowden, Melville, alles hoch aufgeschlossene Leute. Das war Kolos Geschoss. Und der hier vor Selbstvertrauen geradezu strotzt. Er ist durch Glück zu dieser Chance gekommen, eigentlich, aber hat sie toll genutzt. Tor! Abgepfiffen. Buchwald. Ich glaube, Gegenspieler weg. er pfeift jetzt. Ich glaube, er hat vorher schon gepfiffen. Jetzt, spätestens jetzt, weil er den Torwart natürlich in 5 Meter angegangen und das ist leider faul. Hier sehen wir es nochmal. Diese Aktion. Waliser gehen sehr hart rein und hier gibt es die erste. Aber jetzt Riedle. Guter Pass. Und den hält er dann sicher. Es wird schwierig für unsere Elf, glaube ich, weil... Riedle. Und da kam Rudi Völler zu. Er hat sich gut durchgetankt. Sehr gut. Der Torwart schon ausgespielt. Andi Brehme kommt da noch ran. Ja, das muss er riskieren. Direkt zu nehmen. Hier ein Blick auf die Schlachtenbummler aus Wales. Brehme. Völler! Da hat nicht viel gefehlt. Und da hat auch Kohler die Hände zur Hilfe genommen. Das ist ein Ausspielen. Ja, muss er auch mal direkt versuchen, obwohl natürlich innen Riedle lauert. Ja, aber die Aktion muss er. Riedle. Gut aufgelegt. Herrlich gemacht. Szene, schauen wir uns nochmal an. Toll aufgelegt von Karl-Heinz Riedle und dann kommt der Binz wie so ein Torpedo da angeschossen. Doll. Möller. Minute das so unglaublich ersehnte 1:0 für Deutschland. Eine tolle Aktion. Ich habe schon fast gemeint, er kommt ins Stolpern. Kam auch. Kann ins Stolpern, dann trifft er allerdings. Kommt toll. Dann aber frei. Hier sehen wir gefährlich. Saunders. Ja. Völler. Ja, das war's dann wohl. Das war ein halbes Eigentor. Hier sehen wir nochmal McGuire von allen guten Geistern verlassen. Könnte schon fast eine kleine Vorentscheidung sein. Aber es ist gefährlich immerhin. Ja. Das war Bowen. Jetzt in der Mitte läuft Riedle. Schade. Er wäre an den Ball gekommen. Wird. Das ist Horn. Nur jetzt da hinten nicht leichtsinnig werden und da passt Ilkner auf. Also zusammen mit Paul Steiner, dem Kölner. Und Telefax geschickt. Gute Flanke. Super. Riedle! Super Tor. 3:0.
super Aktion, muss man sagen. Tolle Flanke mit dem rechten Außenriss und wie der Karl-Heinz Wie Rieder da aus dem reingegangen Lehrbuch. ist. Sehen wir nochmal. Bis 3-0. Toll, wie der da reingeht. Ich meine, die deutsche Mannschaft hat von Anfang an das getan, was sie musste, denn sie wusste ja, sie muss das Spiel gewinnen. Sie ist engagiert, zu Werke gegangen. Die Waliser haben sich nach... Da stand es 1:0, da hätten die Waliser noch eine Chance gehabt, aber ich denke, das 2:0 Doll. Völler. Ja, da kann man ein bisschen... Komm. Jetzt sieht man es, er ist relativ vorne und muss sich dann nach hinten absetzen und hat dabei ein bisschen den Rhythmus verloren. Kommt dann auch nicht mehr richtig hoch, was völlig normal ist. Und da ist... Spiel läuft weiter. Vorteil. Das walisische Art, um das nochmal aufzugreifen. Also der Saunders läuft da fast amok. Völlig unsinnig, was er da macht. Jawohl, das ist richtig. Böse Fouls dabei zum Teil. Ich glaube, der Schiedsrichter will mit dieser roten Karte dem auch ein Ende machen. Für Saunders. Sonst würde dieses Spiel hier möglicherweise jetzt auch Steiger Derby County. So, schauen Sie sich das mal an. Er hat überhaupt keine Chance zu erkennen und richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Völler. Und Brehme. Der kann es ja links wie rechts. 13 Minuten. Und vielleicht jetzt das nächste bitte. Riedle. Hier sehen wir es nochmal. Freie Bahn. Vom Buchwald. Hat dann das ganze Tor gehabt. Abseits. Schade. Doll. Das war wirklich toll. Fällt er nicht wieder, hat toll getroffen. Der Schuss des Lothar Matthäus erzielte. Ja gut, ich habe den Berti Vogts gerade gesehen, der hat angedeutet, dass damit Doll... Es muss fast Tor sein. Zu früh gespielt. Und leider abseits, meine Damen und Herren. Eine wunderschöne Kombination. Abgeschlossen mit einem herrlichen Kopfball von Andi Möller. Und wann sieht man das schon mal? Na, er ist nicht so schlecht mit dem Kopf. Schade, hätte ein Tor verdient gehabt. Denn Tor. Da ist das 4:0. Thomas Doll. Jetzt reiht sich auch Thomas Doll in den Torreigen ein. Römer. Hier sehen Sie es. Ausgangsposition für die Schützlinge von Berti Vogts. Effenberg gegen Young. Da bin ich nicht sicher, dass das Abseits war. Haben gepfiffen. Hier sehen wir es nochmal. Also ich sehe ihn nicht drin, wenn ich ehrlich bin. 11 Meter. Ach, jetzt macht er. Jetzt kommt die Szene. Da wird der Ball ihm hingestoppt und dann noch ein Theater oder Zirkus zu machen. Bodin. Pünktlich pfeift der